Manuel, ich habe eine richtig gute Idee. Wir können ein kleines Video drehen, dann kann ich Schauspielen üben. Ja, okay. Was machen wir? Renn einfach dreimal ums Haus und dann gebe ich dir ein Drehbuch. Okay. Bist du schon fertig? Nein, renn noch mal eine Runde ums Haus. Okay. Voll interessant, was dieser Manuel Lazian alles geschaffen hat. Und das alles ist auf eine spontane Idee seines Bruders zurückzuführen. Wow. Es ist halt meist das Unberechenbare, das die größten Auswirkungen hat. Ohne dieses Video wären die Suits wahrscheinlich nie entstanden. Und der Funke des Filmemachens nie entfacht. Wer weiß, was aus Manuel dann geworden wäre. Bei seinem ersten Kurzfilm hatte alles noch recht gut funktioniert. Es haben sogar einige seiner damaligen Schulfreunde mitgeholfen. Aber die darauffolgenden Projekte waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wieso denn das? Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits schlugen viele seiner damaligen Freunde andere Wege ein, wodurch er weniger Leute kannte, die an seinen Projekten mithelfen wollten. Andererseits waren seine weiteren Ideen viel zu groß, um sie mit 14 Jahren umzusetzen. Als Künstler hat man es wirklich nicht leicht und man ist immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Gut ist, dass er das Filmemachen nicht aufgegeben hat, obwohl nicht immer alles gut gelaufen ist. Und ich finde wirklich, dass sich die harte Arbeit bezahlt gemacht hat, weil seine letzten Filme waren wirklich sehenswert. Wobei, woher wissen Sie eigentlich so viel über Manuel Lazian? Ich habe ihm von Anfang an bei seinen Filmen geholfen. Zuerst war ich Schauspieler und dann habe ich ihn als Kameramann unterstützt. Niklas, falls Sie sich noch an die Dokumentation erinnern können. Ah, ja, natürlich, Gabriella, freut mich. Und was ist dann passiert, nachdem all diese Projekte fehlgeschlagen sind? Naja, es sind in dieser Zeit trotzdem noch weitere kleine Videos entstanden. Hauptsächlich waren das dann Schulprojekte. Wichtiger war aber, dass er mit Beginn der Oberstufe den Kurs Mediendesign besucht hat. Dadurch hat er designtechnisch sehr viel dazugelernt. Ja, stimmt. Wenn man diese Filme mit dem Titelbild seines ersten Films vergleicht, die... Suits. Ja, genau, danke. Verglichen damit hat er sich schon um einiges weiterentwickelt. Außerdem hat er durch diesen Kurs auch mit der Fotografie begonnen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir zusammen auf Fotowalks gegangen sind. Und gegen Mitte der Oberstufe hat er dann wieder versucht, einen neuen Kurzfilm zu drehen. Das war dann Vorfreude. Genau. Das Plakat dazu gefällt mir schon sehr. Das Foto dazu habe übrigens ich gemacht. Obwohl der Film nicht perfekt ist. Die Schultershots darin haben schon etwas an sich. Aber mit diesem Projekt ist das dann bergauf gegangen. Exakt. Nachdem Vorfreude nach fast 2 Jahren fertiggestellt wurde, ging es in einem rasenden Tempo mit seinen nächsten Projekten voran. Bis er seinen wirklichen Durchbruch feiern konnte, hat es natürlich noch eine lange Zeit und viele Nervenzusammenbrüche gebraucht. Aber ich hätte gesagt, Sie machen sich selbst ein Bild zu seiner weiteren Lebensgeschichte. Die Dokumentation dazu haben Sie ja bereits gesehen. Ich werde mir jetzt erstmal etwas zu trinken besorgen. Danke für die zusätzlichen Einblicke und vielleicht sehen wir uns ja später noch einmal. Ja, bis später. Bis später. Wiederschauen.